Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, hier bei uns auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, The Mushroom. Und wir begeben uns nun mit Big Boss zu einer kleinen Rettungsmission, dort ganz hinten, 2 Kilometer entfernt von uns, genau da. Und unsere Aufgabe ist es, kann ich ganz kurz mal hier zeigen, wir sollen einen Elitesoldaten rausholen. Holen Sie den hochqualifizierten Soldaten aus dem feindlichen Reihen raus. Jawohl, und das werden wir tun. Und da es ein langer Marsch ist, habe ich mir einfach mal überlegt, komm, wir lassen mal so eine Kassette laufen. Ich habe hier schon die ganzen anderen mal mir angehört, um zu gucken, was alles so gesagt wird. Also an sich sehr interessant. So wird alles so die Nebengeschichte von Afghanistan erzählt, weshalb und warum die ganzen Sowjets hier sind. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal die Nebeleinheit. Das ist die Einheit, die uns wahrscheinlich angegriffen hat. In der einen Folge. Kaz, what about the unit that attacked us in the mist? You knew something about them. That wasn't my first run-in with them. It happened right before I was captured by the Soviets. We were on the zero line that day, the Afghan side, on our way back from training the Mujahideen at a mountain camp in Kunar province. There's a lot of that work in Afghanistan. Most PFs shy away from it because it draws too much attention. But for us, that was the whole point. The job itself went great. We just had to make it back to a tribal area in Pakistan. But all of a sudden, visibility got real bad. It was no sandstorm. Our point man gave this strange report. He said he could see skulls in the mist. Skulls. The next moment, he went silent. We scrambled into formation, right before his arms and legs came raining down on us. It was always supposed to be a dangerous mission, so I had Diamond Dog's very best with me. We were calling out to each other, but one by one, the voices just went dead. Whatever happened to me, I lost consciousness before I knew it. When I came to, I was in a Soviet camp, tied to an interrogation chair. Could they be some new Spetsnaz unit? No. The ones that interrogated me were just the average rank and file. Whatever group attacked us, the way they moved was just insane. And that mist, appearing out of nowhere. The Soviets don't have tech like that. If they did, Ocelot would have heard about it. I doubt the West does either. Otherwise, the folks at Langley would be sleeping a lot easier. Why'd they come after you? Wish I knew. I'm the only one who survived. Though I don't think they planned it that way. If I was their target, they wouldn't have just handed me over to the 40th Army. Whatever the case, we need to watch our step until we know who they really are. And boss, if you ever do run into them again, don't try to take them on. You just get the hell out of there. Jawohl. When I first started dealing with Zero, with Cypher, it was a somewhat parasitic relationship. Though, a mutually beneficial one. Complete. Cypher had no army of their own, so they wanted us. They wanted our strength. They approached me as a potential business partner. But they had other motives. Cypher coaxed us into Central America, into that US-Soviet proxy war, to fuel Mother Base's growth. Once we were big enough, they'd force us to join them. That was the plan. That's why they had Paz, still Zeke. Right. And if we refused, she would use Zeke to fire a nuke from Mother Base. The world would consider us a liability, and countries would unite to destroy us. We stopped the launch. And yet they still took us down. Through that fake inspection they orchestrated to cover up their sabotage. That power Cypher wanted. We don't have it anymore. So why are they still after you? Is it just the fear of leaving you alive? I don't know. Was Zero really... All I know is the man I knew wouldn't want this. What do you mean? We have to consider that it might not be Zero we're dealing with. We know virtually nothing about Cypher anymore. How big they've gotten, what they want, or even who they really are. The new Mother Base started out as a test drilling rig operated by a mineral resources supplier, but their project fell through. The Seychelles government was happy to hand the place over to us. It was just scrap on stilts. So with a few dummy construction companies set up as fronts, we started renovating the half-finished rig. From the outside, it looked like the project was back on rails. Kaz, you... What? I see what you're doing. Ich muss mal kurz hier pausieren, Freunde. Weil ich möchte gern hier die Kerle ausschalten. Weil den einen würde ich ja mitnehmen, den ich markiert habe. Der hat nämlich ziemlich gute Werte. Hier, der Kollege hier. Ich weiß nur nicht, was das Symbol gerade bedeutet.
Deswegen schauen wir mal schnell nach, was genau das heißt. Ups, das war nicht das, was ich wollte. Personalverwaltung, genau. Ups, nein. So wollte ich das nicht. So wollte ich das. Was heißt denn das genau? Kann ich das irgendwo sehen, wie das, was genau das bedeutet? Naja, egal. Wir nehmen den auf jeden Fall mit, der ist auf jeden Fall ein sehr guter Wert. Ich gehe mal vom Pferd runter. Und wir schleichen uns mal langsam hin. Könnte ich den Kerl da oben vielleicht auch so ausschalten? Ich habe ihn auf jeden Fall erwischt. Schalten wir den Kerl da hinten auch noch aus. Vielleicht lieber den zuerst. Okay, ich glaube, ich habe ihn auch erwischt. Und nein, den nicht. Oder vielleicht doch. Egal. Okay, da oben schläft. Ah, der ist down. Okay. Wir haben sie. Sehr gut. Kurz mal nachladen. Das kann ich noch nicht mitnehmen. So, den nehmen wir mit. Nur eine 90%ige Chance, dass er heil ankommt. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Ja gut, so gute Werte hast du jetzt nicht eigentlich. Deswegen lasse ich dich erstmal liegen. Wie sah es mit dem da oben eigentlich? Ich glaube, der war auch nicht sehr gut. Deswegen können wir den, glaube ich, auch erstmal liegen lassen. Ja gut, ne, komm, den können wir mitnehmen. Aber den müssen wir hier erstmal runtertragen. Sonst wird das nichts. Hoppa. Und liegen lassen. Und mit. So, was wir noch bräuchten. Ich bräuchte mal Nachschub. Jetzt kann ich mir eine Ausrüstung mitnehmen, bitte. Ach so. Ah, da kann ich eine andere Pistole noch mitnehmen. Die brauche ich nicht. Aber ich brauche nur ein bisschen Munition und ich lasse die mal hier hin. Okay. Mein Pferd. Und dann können wir gleich die Kassette weiter anhören, während wir weiter reiten. Okay, weiter. The Mother Base Cypher thought they destroyed will return from the grave to kill them. We'll prove to the world that we were the victors. And if we lose again? They can't fool us the same way twice. Now our enemies are in plain sight. And when our organization gets too big, we split it across companies. Any company that draws attention gets liquidated, and its capital is back-channeled into a new company. Hey. Most PFs are small-time operations anyway. And in this business, What? the minnows go bankrupt all the time. Der da. We've never aroused suspicion. Plus, we have Hewick. Human Exploitation Company. It's a business specializing in intel gathering. Den nehmen wir mit. Think of it as a civilian intelligence agency. Cause that's... Remember what they were trying to accomplish at the prison facility in Cuba? That gave me the idea. We dispatch moles into conflict zones around the world, and each sets up an intel network on site. Then they stay in place to give us stable points of contact when other nations intervene in the conflicts. Hewick's strength is that it has a cutout at each level. You get your job from one guy, then you hand it off to another. No one has direct access. It's a perfect black box. Hewick members also work their way into the superpowers intelligence agencies to make sure Diamond Dogs gets work. We have those countries by the balls. That's our deterrent when we need it. Networking. In the intelligence community? Sure, that's how we've grown this far. And when you go out on to extract him, intel from Hewick will be there to back you up. But despite all that, Cypher has its eyes on us. The only reason I'm not dead is that they needed to know where you were. Figured if you woke up, I'd go straight to you. That's why you made that ruckus at the zero line. Yeah, to make their own surveillance work against them. I think it took some of the heat off Cyprus. Cause? Then I just had to wait for you to save me. And I've gotten used to waiting. Cause? That's not all. It was a good chance to scout the market. And with the West wanting the Soviets out of Afghanistan,
Their agencies are bursting at the seams with funding. Boss, let's start by building up our Afghan presence. Why put another base in the Seychelles? We're at the center of the world here. We're all the way out in the Indian Ocean. Come on. Lebanon, Sri Lanka, East Timor, and Africa. From here, our reach extends to conflict zones the world over, including Afghanistan, of course. So it's prime real estate for a mercenary. Exactly. Latin America isn't as close as I'd like, but we have Amanda and her people to help in that department. And besides, the Seychelles government owes us a favor. Owes us? The Seychelles has strong ties to the east, which the west wanted to shake up. It came to a head 3 years ago in an attempted coup. It was a force of self. Okay, warte mal, hier können wir noch was kurz lesen. Feindliche Wachablösungen. Je nach Tageszeit finden Wachablösungen des Feindes statt. Eine Taktik besteht darin, auf die Ablösung zu Beginn oder zum Ende des Tages zu warten und durch die daraus entstehenden Lücken in den Sicherheitsmaßnahmen von Außenposten zu schlüpfen. Ja. Mann, red doch nicht einfach rein, wenn der... In the end, they accepted help from the Tanzanian army and quelled the coup. We set up the deal and handled on-site tactical instruction. That led to some training work for the Seychelles military. And when we put down a mutiny within their forces, well, we made a lot of people happy. They don't pay us. They just let us have a piece of their offshore territory on the promise we'll come running if something else happens. So we're bodyguards, too. It's a good setup. We can only take Mother Base so far here. We'll have to find somewhere else when this place starts getting big. Aren't you being a little hasty? Nothing hasty about it. You're back with us now. So, Kaz, the ship that took us from Cyprus, it used to be a whaler. Yeah, a Japanese vessel. How was the Oh, voyage? das ist ja gut. It was... stimulating. Well, she was part of a whaling fleet up until a few years ago. Her displacement isn't anything to write home about, but she can really move. She still had plenty of life left in her, but then the work dried up. Global opposition to whaling has been mounting for years. Is that right? The push to ban it has been gaining traction for a little over a decade. Individual species came under protection as the years went on. And then 2 years ago, the IWC adopted a moratorium on commercial whaling. Several countries, including Japan, fought it to the bitter end. But eventually, most whaling companies had no choice but to throw in the towel. You ever tried whale snake? Can't say that I have. When I was a kid in Japan, practically everybody ate it. That good, huh? The country was poor in those days, and whale was cheap. International opinions changed since then. In any case, that's why we were able to get a bargain price on the ship. Of course, we did end up spending 5 times the purchase price in modifications. We had to really work to fit in all the ESM and communications gear while keeping the whaler look intact. Right now, she's going around conducting SIGINT missions. In the future, we plan to use her as a communications relay base between you and Mother Base, and also as a chopper resupply vessel. Okay, all erwischt. The word diamond originally comes from the Greek adamas. It means indomitable, unyielding. Other words for the stones often mean eternal bond, fortitude, or purity. The same is true of the Star of Bethlehem flowers you laid on the boss's grave. They represent innocence, as well as chastity, yielding to no man while maintaining one's virtue. In other words, staying loyal to something. Okay, wir haben alles mal angehört von der ersten... Was haben wir hier? Was war das nochmal? Auf der Mother Base, ja genau. Ich glaube, die anderen Sachen hören wir uns mal irgendwann mal so demnächst mal auch mal an. Würde ich sagen. Sag mal, geht der Kerl nicht down? Erwischt? So, flieg jetzt hin, verdammt. Der andere steht auch wieder. Willst du mich veräppeln? Und der auch? Was ist da passiert? Okay, ich muss mal runter. Ich muss mal da... Da läuft ja noch einer rum. So. So, der hat hier alle aufgeweckt, das da.
Der Sack. So, jetzt sind wir ein bisschen mal hier concentrated. So, den haben wir erwischt. Ganz vorsichtig. Ich glaube, der ist noch ein bisschen zu weit weg. So, der ist wieder runtergefallen. So, der schläft wieder. Ey, du wächst ihn jetzt nicht auf, gell? Ich sag's dir. So, gut. Du auch nicht. Du schläfst jetzt ein. Ups. Okay. So, wie war eigentlich... Du bist... Ja, du warst der Gute. Du warst der Gute. Du warst gut. Oh, du hast mich nicht gesehen. Der läuft aber komisch hier. Flieg doch endlich um. Nein, nicht. So, und jetzt kommt der mit. Tschüss. Du auch. Du hast gute Werte. Ah, du bist, naja. Ich nehme dich mit. Da. Brauche ich noch Ressourcen. Die sind sehr wichtig. Wir laden mal nach. Holen uns ein bisschen Nachschub. Ich finde es richtig geil, dass man das machen kann. Ah, da vorne ist schon unser Missionsgebiet, wo wir hin müssen. Ist schon fast da. Das ist gut. So. Du bleibst liegen. Mein Pferd kann ruhig herkommen. Vielleicht sehen wir hier noch etwas. Was ist das denn? Toiletten. Okay, cool. Ja, ja. Also man kann sich drin verstecken, das ist klar. Das ist das ganze Zeug. Das ist gut. It contains trace amounts of a benzodiazepine derivative that's the active ingredient in pentazemin. Was bringt das? Egal, es bringt auf jeden Fall Heilung. Das ist wichtig. So. Was? Zusätzlich bauen. Mindestens eine Einheit hat die maximale Mitarbeiterkapazität erreicht. Indem sie weitere Plattformen für diese Einheit bauen, können sie auf ihrer Basis mehr Personal unterbringen. Okay. Pass auf. Das ist noch gesperrt. Das kann ich noch nicht machen. Aber das hier kann ich machen. Wie viele Leute habe ich denn da? Entwicklungsplattform. Okay, machen wir das. Okay, Sie erhalten eine Mitteilung, wenn der Bau der Plattform abgeschlossen ist. Sie können Mission begeben. Okay. Und Unterstützungsplattform. Ja, komm, machen wir auch. Kostet ganz schön viel Geld, du. Und weiter geht's. Wir sind gleich da. Kann die Mission endlich beginnen? Wie genau kommen wir da am besten hin? Schau mal, was ist das denn hier? Das ist eine kleine Brücke, oder was ist das? Gehen wir ein bisschen vor. Schaffen uns einen kleinen Überblick. Das ist echt so eine kleine Brücke hier. Da oben. Das ist das Ziel. Okay, markiert.
Die sind beide sehr gut.